Ja, einen schönen guten Abend hier aus dem Medienraum des Deggendorfer SC. Nach dem Spiel in der Oberliga Süd, Deggendorfer SC gegen die Starbulls Rosenheim. 2309 Zuschauer sehen einen 6:4 Heimsieg des DSC. Begrüßen darf ich die beiden Verantwortlichen an der Bande auf Seiten von Rosenheim, John Sechinski und DSC-Headcoach Dave Allison. Ja, John, erstes Drittel, wir haben es kurz mal vorher nochmal thematisiert, viel Druck des DSC, viele Chancen, fast folgerichtig das 4:0 und dann ein fast komplett anderes Spiel. Ihr habt sich immer mehr reingekämpft und ja, dann kam Greilinger. Wie ist dein Fazit zum Spiel und dein Resümee bitte? Ja, guten Abend. Congrats, Dave, to the win tonight. Ja, es war schön, wieder hier in Deggendorf zu sein, muss ich sagen. Leider auf die Verlierer Seite heute. Wir haben das Spiel im ersten Drittel wirklich verloren. Wir haben viel zu viel Respekt für die Deggendorfer gehabt und viel zu viel Zeit und Raum gegeben und die haben eigentlich gemacht, was die wollten. Folgerecht war dann die 4:0. Die letzten 40 Minuten war unsere Eishockey, wie wir spielen wollen, aggressiv und wenig Zeit und Raum zulassen, wenig Chancen zulassen und wir kämpfen zurück auf 4:4, haben das Momentum auf unserer Seite, Überzahl und dann, wie du gesagt hast, Herr Greilinger, mit einem Unterzahltor war die Knackpunkt im Spiel und wie gesagt, wir waren nah dran, aber leider im ersten Drittel das Spiel verloren. Danke. Danke, John. Dave, John said his team had a lot of respect. You got a lot of pressure on this team. They got too much space in the period, many chances, and then after the second period, they're going to play their game, and they had the momentum, but the penalty killing was on your side with Greilinger. So, what's your opinion and your resume of the game? Well, I think John had it, we had a good first period, and then I think he got his troops going the way they wanted to go, and it was an equal game, and Tommy scored a big goal for us, and other guys came up, but you know what? It was two really good teams, again, playing a well played game, and hey, it was a good game, real good game. Danke, Dave. Ich glaube, man braucht viel nicht übersetzen. Er stimmt ihm auch zu von seiner Analyse her und er sagt, es war wieder ein Top-Spiel wie zuletzt gegen Regensburg und ja, insofern ist er natürlich sehr zufrieden. Gibt es Fragen von Seiten der Medienvertreter? Ja, John, du hast im letzten Drittel, oder der Trainer hat es geheißen, eine Bankstrafe bekommen. Was war da los? Es war erste Strafe gegen Deggendorf ausgesprochen. Wir hatten eigentlich Überzahl und auf einmal haben wir 2 Minuten bekommen wegen hoher Stock. Ich war der Meinung, der Regel ist, dass die Linienrichter darf nur große Strafe aussprechen. Die Hauptschiedsrichter hat die Strafe nicht gesehen. Und gerade im Gespräch mit dem Schiedsrichterbeobachter, anscheinend darf der Hauptschiedsrichter die Linienrichter fragen, wenn er nichts gesehen hat und hat dann die 2 Minuten gegeben. Ich war einer anderen Meinung. Okay, Dave, in the second period, Deggendorf had a lot of, both teams had a lot of penalty minutes. There was no Spielfluss, flow. Yeah, thank you. The penalty minutes, is it something you have to talk about with the team? They're going to be called. I mean, if you got a power play, score. If you got a penalty kill the penalty. There's nothing you can do about it. I mean, it's just every league is the same way. You're going to get penalties, and you just want to make sure that you do what you're supposed to do. And every penalty killing, in the last 3 games, you sent Johannes Brunner, David Seidel, and so on the ice. Is it a sign of truth to the young guys? Absolutely. We think those young guys have earned that right, and I think that you have to be able to penalty kill if you're going to play 5-on-5, and we've got a lot of trust in those guys. And then tonight,
we put Kyle and Tommy out there a lot more, especially in the third, because we know that they can do it, but we want to try to share a lot of that responsibility, and everybody, I think, has done a real good job of taking advantage of it. Last question, Christoph Gavlik, will he be with the team on Friday? Do you know about it? Well, you know what, he's got he hurt his knee on Sunday, and again, you know what, we've got a long season, and he went to the doctor, and he wasn't, he might have played, but we've got a long season, and we've got other guys that can step in and do a good job, and I think it's a great opportunity for everybody. Thank you. Thank you. Dann will ich ganz kurz zusammenfassen, soweit man es nicht auf Englisch verstanden hat. Erste Frage ging wegen der Strafzeiten, ob er mit seinem Team mal reden müsste. Er sieht aber keine Notwendigkeit, sondern ja, sie müssen ihr Spiel spielen, auch in Unterzahl. Auffallend natürlich auch viele junge Spieler, schmeißt er rein bei Unterzahlspiel, sagt er ganz klar, die haben sein Vertrauen und sie müssen auch langsam in die Verantwortung hineinwachsen. Und die letzte Frage natürlich auch, wie es mit dem Verletzten aussieht. Christoph Gavlik hat eine Knieverletzung. Er sagt aber, die Saison ist lang und insofern gehen wir kein Risiko ein. Und wir haben auch die Spieler, um das zu kompensieren. Insofern danke Dave, danke John, soweit für die Statements. Wenn keine weiteren Fragen sind, dann darf ich schon aufs nächste Heimspiel nochmal verweisen. Am Sonntag geht es mit dem nächsten großen R weiter, nämlich nach Regensburg. Rosenheim kommt dann Rissersee. Also, bis zum 6.10. Bis dahin alles Gute und habt eine schöne Woche bis dahin.